weil wir das Gefühl haben, dass wir einen Rückschritt in vergangene Zeiten erleben. Mein Name ist Heinrich Geiselberger. Ich arbeite seit 2006 beim Suhrkamp Verlag als Lektor und in der Funktion bin ich der Herausgeber des Sammelbands Die große Regression. Warum die große Regression? Warum der große Rückschritt? Naja, weil man doch in allen möglichen Bereichen ein Zurückfallen hinter für gesichert geglaubte Standards erkennen kann. Also Politiker, Staatschefs gehen nicht mehr diplomatisch miteinander um, sondern beschimpfen sich gegenseitig als Nazis. Ein Beispiel, das, glaube ich, bei vielen Leuten hängen geblieben ist, war diese ungarische Kamerafrau, die an der ungarisch-serbischen Grenze nach dem Flüchtlingskind getreten hat. Dass jemand, der Sexismus offen zur Schau trägt, wie Donald Trump amerikanischer Präsident werden kann, ich glaube, das sind lauter Dinge, mit denen hätte vor 5 Jahren keiner gerechnet. Wir hatten spätestens im Herbst 2015 das Gefühl, dass wir darauf in irgendeiner Form im Buch reagieren wollen. Wir wollten auf jeden Fall ein Buch machen, was diesen Phänomenen auf den Grund geht, das auch in den historischen Kontext setzt und haben uns am Schluss dann entschieden, daraus so eine Art transnationales Debattenbandprojekt zu machen. Die Idee war eigentlich von Anfang an, dass wir was hinbekommen wollten, wo sich die Debatte nicht auf das Buch erschöpft und wo sich die Debatte nicht auf Deutschland begrenzt. Deswegen haben wir auch von Anfang an gesagt, wir versuchen internationale Partnerverlage zu finden, die das mit uns zeitgleich machen. Wir sind auch froh, dass uns das gelungen ist, dass wir diese Verlage zusammengekriegt haben und dass wir eben versuchen wollen, dass nicht nur dann in den einzelnen Ländern jeder für sich diskutiert, sondern dass wir das auch zwischen den Ländern hinbekommen. Wir wollen, dass möglichst viele Perspektiven auf diese Entwicklungen miteinander in eine Diskussion treten können. Ich glaube, es wäre jetzt vermessen zu sagen, wir wollen irgendwie eine große Debatte in Gang setzen, weil die Debatte gibt es ja. Aber wir wollen mit den spezifischen Stärken der Autoren, die wir haben, diese Diskussion vorantreiben, befruchten, neue Perspektiven reinbringen. In dem Buch geht es sehr oft um sowas wie ein Auflösen von Gemeinschaften. Also dass vor 20, 30 Jahren noch viele Leute nicht einfach nur individuelle Bürger waren, sondern dass sie gleichzeitig noch in dauerhafte soziale Netzwerke eingebunden waren. Ob sie in der Gewerkschaft waren, ob sie in der Partei waren, ob sie vielleicht auch in der Kirchengemeinde waren. Und dass der Neoliberalismus, das ist auch ein großes Thema in diesem Buch, eben diese Arten von Gemeinschaften aufgelöst hat, sodass jetzt das Individuum diesen ganzen Veränderungen mehr oder weniger nackt gegenübersteht und deswegen vielleicht auch empfänglicher ist für rechtspopulistische, populistische Botschaften, einfache Lösungen, Hypes, Moden. Ja, die eine Antwort ist erstmal, dass es wahrscheinlich Geduld braucht. Das sagt zum Beispiel Zygmunt Bauman. Wir brauchen einen langen Atem, um dieses Problem zu bearbeiten. Wenn man das Problem lösen will, ist der erste Schritt natürlich, dass man sich überlegt, wo kommt es her? Und die Ursachen, die identifiziert werden in dem Buch, sind sicherlich sowas wie der Genuss von Gemeinschaftlichkeit und ein Gefühl der Machtlosigkeit seitens der normalen Bürger, Leuten wie uns. Aber ich glaube, das Allgemeine ist erstmal, dass wichtig ist, sich zu überlegen, wo eigentlich das Problem genau liegt.